Hallo, wir sind die Schmitz. Und Hallo. das war unser Frosch. In den letzten 2 Jahren ein bisschen traurig sieht er jetzt aus. Aber wir haben spannende Geschichten in ihm erlebt. Wir sind nämlich 2 Jahre lang von Alaska bis Feuerland in Argentinien damit gefahren. Romy, was war denn für dich das schönste Land auf der ganzen Reise? Mexiko und Brasilien. Und warum? Was war denn in Mexiko Da ist mein Bruder geboren. und in Brasilien? Sind wir zum Strand gefahren. Wir waren am Strand von Goa und wir haben Reisende gesehen, die mit Kindern unterwegs waren, mit dem Wohnmobil, Das war für auf uns dem auch- Landweg nach Indien. Auch Und ganz neu, dass das geht erstmal. kannten wir nicht. Also in meinen Bildern im Kopf war so das Ding drin, Kinder bekommen und dann Nur noch gehst du auf den Ostseeurlaub oder irgendwie Bauernhof sowas. und so weiter und das andere geht einfach nicht. Und das hat uns eines Besseren belehrt und da waren auch Kinder dabei, die sind schon zur Schule gegangen. Also es gibt auch die Möglichkeit, die Kinder aus der Schule rauszunehmen, selber zu unterrichten. Da kann man schon was machen, man muss da natürlich auch davon überzeugt sein. Aber das hat uns darin bestärkt, dass wir wollten ja eine Familie planen, dass es jetzt nicht zu Ende ist in Indien, sondern dass es weitergeht. Ja, ganz im Gegenteil. Dass man ja so Reisen mit Kindern machen muss und das war dann nochmal so ein... Und das ging dann ganz schnell. Also wir lagen unter den Palmen und haben gesagt, Panamerikaner, das ist schön lang, also da können wir mal richtig fahren. Ja, und mit Kind, Punkt. On the dance floor, after midnight, we keep running from the truth, but I'll keep chasing after you. We could dance around. Unser Plan war irgendwas so zwischen, ja, je nachdem 1,5 bis 4, 5 Jahre war so das maximale Limit. Aber wir hatten auch keine Ahnung, wie lange braucht man denn für die Panamerikaner so. Und dann waren es 2 Jahre. Aber es gab eigentlich keinen, der gesagt hat, irgendwie, seid ihr verrückt, das ist viel zu gefährlich und warum macht ihr das? Und also es ist eigentlich nur positives Feedback gekommen am Anfang. Ja, also ich habe so bei den Müttern schon immer so ein paar Spitzen raushören können. Also jetzt nicht von den engen Freundinnen, sondern eher von den Bekannten am Spielplatz, dass es dann doch eher so das Thema aufkam, dein Kind braucht doch soziale Kontakte, sollte doch am besten schon mit 1 in die Kita gehen und sie muss doch was lernen und ja, da kam dann schon auch das Thema auf mit Krankheiten und so weiter und so fort und es war zu meiner Erfahrung und ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass manche vielleicht gar nicht so wirklich geglaubt haben, dass wir es wirklich machen. Wobei ich habe am Anfang auch nicht geglaubt, dass wir ankommen. Also Ja. von dem her es ist ja schon eine Nummer gewesen, 100.000 Kilometer. Also und von der Strecke Alaska-Feuerland, dazwischen kann viel passieren. Also man kann auch merken, Mensch, so lang, das ist ja gar nichts für mich. Wir haben auch Pärchen getroffen, die haben sich unterwegs getrennt und einer ist dann heimgeflogen, einer ist weitergefahren. Ist auch möglich. Aber es kann eben so viel passieren, wie in 2 Jahren auch zu Hause passieren kann. Ja, wie zum Beispiel auch mit der Schwangerschaft. Es war jetzt nicht so geplant, also schon geplant, aber eigentlich Ja. am Ende der Reise und nicht am Anfang. Und da habe ich schon erstmal kräftig geschluckt. Das hat alles durcheinander oder alles überworfen irgendwie, Weil was so geplant ich wollte ist. nicht schwanger reisen und im Ausland ein Kind bekommen. Festgestellt haben wir es in Kanada. Also mir war übelst schlecht und hatte so diese üblichen Symptome, wenn man schwanger ist, zu Anfangs und hat schon so einen Verdacht und konnte aber keinen Schwangerschaftstest machen, weil es einfach keine Geschäfte gab. Also ich musste das dann noch... Wir waren im Yukon mittlerweile. Und Ja. Yukon ist 1,5 Mal größer wie Deutschland und hat, ich glaube, 37.000 Einwohner. Und davon wohnen 20.000 in der Hauptstadt. Also da gibt es mal wochenlang kein Geschäft für Schwangerschaftstests. Ja, Das heißt, also wir das hat noch ein sind... bisschen gedauert. Ich glaube, fast eine ganze Woche waren wir noch unterwegs, bis wir in Whitehorse waren. Und da habe ich dann 2 Tests gekauft, habe einen gemacht, der hat dann schwanger angezeigt. Ich habe ihn dann gleich nochmal gemacht, der hat auch wieder schwanger angezeigt. Und ja, ich habe mich erstmal nicht so gefreut. Ich schon. Entschuldigung, Levi. Torben hat sich sofort gefreut, Romy auch. Und
ja, ich musste das dann erstmal durchdenken. Also klar, ich hatte die Option, also heim wollte ich da zu dem Zeitpunkt noch auf keinen Fall. Aber ich hatte die Option, wenn was ist, dann gehe ich nach Hause. Entweder breche ich ganz ab oder ich bekomme das Kind daheim, gehe wieder zurück oder wir gehen zurück. Und dann das Wichtigste war für mich, wenn ich das Kind auf der Reise bekomme, wo sind wir zu dem Zeitpunkt? Also ausgerechnet, wie weit bin ich ungefähr? Wann wären wir dann so in der 35. Woche, falls das Kind eher kommt? Und da wären wir in Mexiko gewesen, in Yucatan. Und das hat für mich gepasst. Habe geschaut, ob es da eine Klinik gibt. Und ja, dann habe ich das für mich entschieden. Es ist okay, ich probiere es. Und ja, wo war ich denn das erste Mal beim Arzt? In Alaska. Alaska, ja, in Anchorage. Genau. Da wollte ich es dann nochmal richtig bestätigt haben und auch Tests machen. Ein Ultraschall, $800. Nur der Ultraschall, sonst nichts. Ein Bluttest, $1200. Also es ist... Und dann haben wir uns natürlich gleich mal schlau gemacht, was kostet so eine Geburt? Ja, Und das sind dann Zahlen von 25.000 bis 30.000 $, wenn alles gut läuft. genau. Wenn es dann irgendwelche Komplikationen gibt, Temperatur passt nicht vom Neugeborenen, irgendwas atmet schwer, dann geht es in die Hunderttausende mal ganz schnell. Ja, oder bei der Mutter einfach angenommen. Oder wenn bei der Mutter irgendwas ist, irgendwelche bei der Geburt. Nachblutungen oder sonst irgendwas. Oder einfach ein Kaiserschnitt. Also Genau. Um Himmels Willen. Aber was ist, hattet ihr eine Auslandskrankenversicherung oder wird es nicht abgedeckt? Das wird nicht Wird abgedeckt. nicht abgedeckt. Nur die Vorsorge bis zur 12. Woche. Und Bis zur 12. bis zur bis 12. Gar nichts. Nicht wirklich. Eine Untersuchung oder zwei, je nachdem. Genau. Und dann erst wieder bei der Geburt, wenn es eine Frühgeburt ist. Gleich vorneweg, Mexiko kostet einen Bruchteil. Ja, da haben wir uns dann gefreut. Und die Geburt genauso. Also die war dann bei 2500. Also so ungefähr wie in Deutschland eine Geburt kostet. Also es war wirklich ein gutes Krankenhaus, eine Privatklinik. Das war uns wichtig. Auch eine Kinderklinik nebendran. Das heißt, wir wollten jetzt nicht in irgendeinem Regionalkrankenhaus da an der Schlange stehen und warten, bis man dran ist. Sondern wir haben uns vorher das Krankenhaus angeschaut, wie ist die Ausrüstung, einfach um Komplikationen abdecken zu können. Ich meine, da denkt man auch in Deutschland dran, dass man ein gutes Krankenhaus will und nicht hier irgendwo beim Roten Kreuz um die Ecke das Kind kriegen will, sag ich mal. It's a long way after midnight in a dark place on the floor. Your face. Honduras und El Salvador. Da ist mal der eine der Böse und dann mal der andere der Böse. Also wo es wirklich extrem ist. Diese Banden, die wandern quasi immer hin und her oder werden vertrieben, wie auch immer. Da haben wir uns natürlich dann direkt vor Ort informiert, also nicht einen Monat vorher, sondern bevor wir Ja, da kann so viel passieren paar Tage auf vorher so einer Reise. uns informiert und es war natürlich Fakt, wir müssen durch. Wenn jetzt natürlich da ein Bürgerkrieg ausgebrochen wäre, hätte ich zu Torben gesagt, lass es uns irgendwie anders lösen auf dem Wasserweg, dass wir das Ganze umschiffen. Oder wenn zum Beispiel Torben gesagt hätte, ich traue mir das zu, ich möchte das machen, wäre ich mit den Kindern geflogen zum Beispiel, hätten uns dann in Nicaragua wieder getroffen, zum Beispiel. Ja, wir haben immer so eine Abmachung untereinander. Das ist immer das Bauchgefühl. Ja. Wenn wir irgendwo sind und einer fühlt sich nicht wohl, dann fahren wir weiter oder fahren da nicht hin. Egal, irgendwie, da wird nichts diskutiert. Wenn einer sagt, irgendwas mag ich nicht, will ich nicht, mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, nee, dann machen wir das auch nicht. Was ist denn hier passiert? Warum sieht es denn so aus? Ja, wir haben alles rausgerissen, weil in Bolivien, vielleicht sieht man es hier hinten, ist der Koffer gebrochen. Hier und drüben. Das heißt, der ist hinten einfach abgesackt. Und nachdem sowieso alles raus muss und der überall verrostet ist, haben wir gesagt, bauen wir gleich einen neuen. Weil der Aufwand, den zu restaurieren, ist einfach zu groß. Und diese ganzen Träger, die habe ich noch reingeschweißt, damit er beim Runterheben nicht zerbricht. Also der war am Ende, der Koffer. So hier, nachdem unsere Tür mal aufgegangen ist, mussten wir immer wieder zuschrauben. Weil während dem Fahren hat es einfach mal hier einen Peng gemacht, dann ist die Tür irgendwie aufgegangen, weil eben der ganze Koffer hin verbogen ist. Dann haben wir hier unten Schrauben rein, oben Schrauben, das haben wir so provisorisch. Aber selbst die Schrauben sind irgendwann abgerissen. Und wie ist das passiert? Einfach Verschleiß oder? Ja. Ich meine, das ist ein Koffer vom Bundesgrenzschutz. Die sind natürlich mal zur Demo gefahren und wieder zurück. Das heißt, keine Pisten, kein Offroad.
Und sobald da Verschränkung draufkommt oder Vibration, dann gibt es so einen Koffer, der glaub, über 40 Jahre alt ist, schon mal lang. Ich habe zu Torben gesagt, so die letzten Wochen möchte ich gerne eine Toilette haben und möchte nicht 1,5 Meter in den Laster klettern müssen. Und es ist auch sehr eng drin und ja, der Bauch war schon recht groß und ich konnte mich kaum drehen, ohne anzustoßen. Wir haben zu dritt haben wir in einem Bett geschlafen und es war auch sehr eng und ja, ich wollte ein bisschen Komfort haben. Und dann sind wir 4 Wochen auf den Tag genau vor der Geburt in ein Apartment gezogen. Das haben wir uns gesucht. Am Strand, nicht in Downtown, so zwischen Betonblöcken. Und auch nicht in der Party-Hotelzone. Eben auch nicht in der Partyzone von Cancun, sondern ganz am Ende von der Lagune und es war perfekt. Ja. Günstig und ja, super. Also wir haben die Geburtsurkunde geholt und der Mann hinter uns hat erzählt irgendwie, er hat ein bisschen Englisch gesprochen, hat er so, ja, dass wir ein Kind in Mexiko gekriegt haben hier und ja, wo wir herkommen, aus Deutschland. Ja, dann holt euch den mexikanischen Pass. Wir haben das gar nicht gewusst. Ja, also der hat uns dann ganz schön erklärt, was wir alles machen müssen noch. Wir hätten gar nicht das, hinterfragt, ob die Möglichkeit besteht, dass er Mexikaner ist. Also ich habe es von vornherein ausgeschlossen. Ja. Und ja, als wir das gehört haben, haben wir natürlich sofort zugeschlagen und den Pass haben wir ganz schnell bekommen, ja. Ich habe natürlich vorher noch gedacht, irgendwie, man kennt es ja aus türkischen Pass und so, dass man zum Militär muss Ja, das oder haben wir sonstige Verpflichtungen hat. Haben wir schon Das haben wir dann vorher noch mit mit dem Chef von dem Einwohnermeldeamt mal bequatscht. Irgendwie hat er irgendwelche Verpflichtungen, muss er Steuern abführen, gibt es ja einen USA-Pass manchmal, muss er eben zum Militär, wenn er 18 ist und so weiter. Und nachdem der alles ausgeschlossen hat, gesagt, nein, der hat überhaupt keine der Verpflichtungen. Er hat sogar einen Vorteil, man darf nämlich Häuser kaufen in einer bestimmten Zone am Strand, es dürfen nur Mexikaner. Das heißt, unser Alterswohnsitz ist vielleicht gesichert dadurch. Nein. Auch noch einen Stein, Robby. Rückst drüber. Aber am nächsten Mag ich nicht. Man vergisst oft, dass man irgendwie Konflikten nicht aus dem Weg gehen kann. Du meinst, Also, dass wir keine Tür zum Schließen Genau, haben? also da kann man nicht Oder zum sagen, wenn man Zuhauen hier jetzt haben. sagt, irgendwie lass mir mal eine Ruhe, ich will jetzt mal einen halben Tag irgendwie mein Ding machen, das gibt's halt nicht. Man ist wirklich rund um die Uhr, setzt man sich auf der Pelle. Gut, du kannst schon gehen, so ist es nicht. Aber, Ja, aber wie gesagt, man wohnt Man wirklich, sitzt halt es ist aufeinander. komprimiert und natürlich gibt's Reibungen. Aber die muss man ausdiskutieren, muss eine Lösung finden und dann sich zusammenraufen, dann geht es wieder. Rücksicht nehmen natürlich auch. Das heißt, wenn einer schon schläft, dass der andere Genau. dann einfach leise ist. Auch, dass man einfach ein bisschen Ordnung hält. Also der Platz ist so klein und so, wenn man da irgendwie die Butter und einen Teller und ein Messer aus dem Schrank holt, dann Muss es wieder weggleichen. der Raum Also ist voll. Also hat man so das Gefühl. Und ja, da musst du dahinter sein. Kann nerven oder wie auch immer man das nennen mag. Man muss immer einen neuen Stellplatz suchen. Man geht ständig in den neuen Supermarkt. Empfinde ich jetzt aber nicht als nervig. Ich habe dieses Leben oder diesen Weg gewählt und das gehört dazu und es ist okay, auch wenn es halt manchmal nicht so einfach ist. Aber es ist so und Also es reduziert sich auch auf so wichtige Sachen des Lebens. Wie gesagt, wenn man früh losfährt, wohin fahre ich, wo schlafe ich, wo kriegen wir Essen her? Das sind immer so 3 Sachen. Ich meine, die sind hier selbstverständlich. Und das kann auf die Dauer auch schon manchmal anstrengend sein, wenn man jetzt nicht mehr hier am schönen Bergsee steht, sondern mal wirklich in Ländern oder durch Gebiete fährt, wo jetzt langweilig sind, gibt es ja auch. Dass man jeden Tag immer wieder das Gleiche rausfinden muss. ich habe die Wäsche mit der Hand gewaschen, wo es dann nicht mehr ging. Also bis Mexiko, also in den USA war das easy. Du hast einen Waschsalon gehabt, Wäsche rein, in Trockner, zack und weiter. Ab Mexiko war das nicht mehr und dann für 3 und dann später für 4 Personen, im schlimmsten Fall bei kaltem Wasser, mit bergeweise die Klamotten schrubben, macht jetzt nicht so Spaß. Es hat regelmäßig gekracht, es ist erstaunlich, wenn wir in Städte gefahren sind. Wenn mein Stresspegel hochgeht. Wenn der Verkehr und, dann zugenommen hat und wir uns vielleicht noch verfahren haben und dann waren die Kinder natürlich zeitgleich noch quakig. Konntest zusehen, wie Torben dann angespannt wird und ich bin natürlich dann auch gereizt mit den Kindern. Das ist wie so eine tickende Zeitbombe, du weißt nicht. Aber da gab es auch einen ganz einfachen Trick. Schaffen wir es noch oder nicht? Ja, Klappe halten, ne? Nein.
die Kinder sind einfach hintergekrabbelt ins Bett, die Mama ist hinterher gekrabbelt und dann haben die hinten halt irgendwie gespielt, geschlafen, sonst irgendwas und ich bin halt alleine vorne gefahren. Aber da hat es eigentlich immer gerumst. Weil Ja, sobald es in Stresssituationen mit irgendwie Kinderschreien eben und ich muss Verkehr dann nebenbei oder, noch Fotos machen. oder man ist irgendwie auf der kolumbianischen Todesstraße und auf einmal schreien die Kinder und du weißt, wenn du jetzt darüber fährst, dann ist der Laster weg und all so Zeug. Also das ist schon... Was ist denn hier noch am besten in Schuss an dem Auto? Das Fahrwerk. Das Fahrwerk und der Motor. Also natürlich hat es so ein bisschen irgendwelche Roststellen. Aber sonst ist halt ein LKW. Und der ist noch so gebaut, dass er noch einige Jahrzehnte auf jeden Fall hält, ohne Probleme. Also Romy war hier hinten gesessen auf ihrem großen Kindersitz und hier unten war der Kleine in seinem Maxi-Cosi quasi gesessen. Also so unter der Romy. Und das ist legitim? Ja, in Südamerika schon. Ja. In Deutschland müssen wir mal schauen, wie wir es jetzt machen. Entweder machen wir eine große Sitzbank. Das Problem ist, er hat nur 3 eingetragene Sitzplätze. Da werden wir wahrscheinlich im Koffer irgendwie noch einen Sitzplatz eintragen lassen. Dass wir die Kinder im Koffer mitnehmen. Oder Michi mit dem kleinen Koffer und Romy fahren oder so. Also wir wollen wieder nach Asien fahren, nach Indien. Primär erstmal, und zwar diesmal über Russland und die ganzen Stan-Länder, sagen wir, Usbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan. Dann, Mongolei, vielleicht ein bisschen China. genau. So, je nachdem, es steht noch nicht ganz, aber es wird einfach eine schöne große Runde. Aber auch wieder begrenzt auf ein Jahr. Ja, was heißt wieder begrenzt? Diesmal begrenzt. Ja, die Thema letzte Schule Woche, von Romy. genau. Jetzt mal ein Jahr rausnehmen, finde ich vollkommen okay, sofern es dem Kind, sofern das Kind es auch möchte, sich von den Freunden dann trennen möchte. Das war bei uns auch so eine Zwickmühle jetzt bei dieser nächsten Reise. Weil Romy ist jetzt zum ersten Mal in den Kindergarten gekommen und freut sich natürlich wahnsinnig. Hat jetzt schon lauter beste Freunde und beste Freundinnen. Und dann war bei uns so, oh Mist, wenn wir jetzt wieder auf Reise, dann reisen wir die wieder aus irgendwie ihrem Umfeld raus und hin und her. Aber dann kam Romy von selber auf einmal und dann, Papa, wann machen wir wieder Weltreise, hat sie irgendwann gesagt. Und das war natürlich so ein Ding, cool, die will das auch. Genau. Besser? Warm. Warm, ne? Ist nicht mehr heiß. Warm. Und Ketchup? Noch? Romy? Ja? Wir hätten arbeiten können. Ich bin freiberuflich, ich hätte auch von unterwegs arbeiten können. Aber du musst ständig schauen, wo ist Internet und dann bleibst du da. Also du rennst irgendwie Internet hinterher, du rennst Terminen hinterher. Und genau das wollten wir die 2 Jahre nicht. Wir wollten irgendwie reisen und vor allem irgendwie Kinder. Dass die Kinder mit uns Zeit verbringen. Ich habe Romy, bevor wir losgefahren sind, habe ich Romy unter der Woche manchmal nicht gesehen. Weil ich bin früh um 7 aus dem Haus und bin abends um 10, 11 manchmal zurückgekommen aus der Arbeit. Früh hat sie geschlafen, abends hat sie geschlafen. Ich habe es am Wochenende manchmal irgendwie mitgekriegt. Und das war dann auch so im Grunde, dass wir jetzt einen harten Schnitt machen und sagen, jetzt ist 24/7 nur Kinder. Und sonst nichts. Und das war, glaube ich, auch ganz gut im Nachhinein. Ja, auch wir. Oder auch eben auch Mein, dem Partner gegenüber. Also, Ja. Also das war uns ganz wichtig, dass da nichts im Weg ist, was irgendwie Zeit nimmt. Dann lieber irgendwie noch ein Jahr länger arbeiten und dann wirklich irgendwie gar nichts machen müssen auf Reise. ein bisschen Mut gehört auch dazu. Und ja, den Willen, auch seine Grenzen, die man sich selber so ein bisschen gesteckt hat oder die mal gesteckt worden sind, ein bisschen zu verschieben. Ja, man wächst ja daran. Also wir haben unendlich viel gelernt auf der Reise und ich würde jetzt auch sagen, wir haben uns verändert. Und ich denke, es hat in keinster Weise geschadet, dass wir ausgebrochen sind. After midnight on the dance floor.